Es beginnt oft ganz harmlos. Du nimmst dein Handy nur kurz in die Hand, nur kurz nachschauen, nur eine Nachricht, nur ein Video und dann schaust du auf die Uhr und fragst dich, wo ist die letzte Stunde geblieben? Wir leben in einer Zeit, in der das Handy nicht mehr nur ein Werkzeug ist. Es ist zum ständigen Begleiter geworden, zum ersten Griff am Morgen und zum letzten Blick vor dem Schlafen. Und irgendwo dazwischen haben viele von uns etwas verloren. Die Ruhe, die Konzentration, die Verbindung zu Allah. Heute geht es genau darum. Nicht darum, Social Media zu verteufeln, sondern darum, wie du wieder der Chef über dein Leben wirst und nicht dein Handy. Bleib dran, denn ich gebe dir heute 5 praktische Tipps, die dir wirklich helfen können. Das Problem ist größer, als du denkst. Lass uns ehrlich sein. Wie viele Stunden bist du täglich am Handy? Die meisten Menschen unterschätzen das massiv. Studien zeigen, dass der Durchschnittsmensch sein Handy über 100 Mal am Tag entsperrt. Über 100 Mal. Das sind über 100 Momente, in denen deine Aufmerksamkeit unterbrochen wird. Und jetzt stell dir das vor. Wir beten 5 Mal am Tag zu Allah. Aber wir greifen über 100 Mal zum Handy. Was sagt das über unsere Prioritäten aus? Das ist keine Kritik. Das ist eine ehrliche Frage, eine Frage, die ich mir selbst stelle. Denn das Problem betrifft uns alle. Was Social Media mit deinem Herz macht, wenn du durch Instagram oder TikTok scrollst, passiert etwas in dir. Oft ohne, dass du es merkst. Du siehst das Leben anderer. Die Reisen, die Erfolge, die perfekten Leben, die schönen Wohnungen und langsam, ganz langsam beginnt dein eigenes Leben sich klein anzufühlen. Du vergleichst, du zweifelst, du fragst dich, warum dein Leben nicht so aussieht. Der Islam hat uns vor über 1400 Jahren vor genau diesem Problem gewarnt. Vergleiche zerstören den Frieden des Herzens. Und heute haben wir ein Gerät in der Tasche, das uns 24 Stunden am Tag mit Vergleichen bombardiert. Aber es geht nicht nur um Vergleiche. Es geht auch darum, was in deinen Augen landet, was in deinen Gedanken bleibt. Haram-Content, der unbewusst reinkommt. Musik, die dein Herz verhärtet. Videos, die deine Zeit stehlen, ohne dir irgendetwas zu geben. Und das Schlimmste daran, du merkst es oft nicht mal. Der Glaube sinkt langsam. Die Lust auf Koran wird weniger. Das Gebet fühlt sich leer an. Und du weißt nicht warum. Oft liegt die Antwort in deiner Hand, buchstäblich. Was mit deinem Schlaf und deinem Morgengebet passiert, noch ein Punkt, den viele unterschätzen. Das Handy am Abend, du liegst im Bett, du willst schlafen, aber erstmal nur kurz schauen. Und eine Stunde später liegst du noch immer wach. Dein Gehirn ist aufgewühlt, deine Augen brennen und der Wecker zum Morgengebet klingelt in 4 Stunden. Wir haben in einem anderen Video bereits über das Morgengebet gesprochen, über den Kampf aufzustehen. Und einer der größten Gründe, warum dieser Kampf so schwer ist dein Handy am Abend davor. Das blaue Licht des Bildschirms hält dein Gehirn wach. Es signalisiert deinem Körper, es ist noch Tag. Schlaf kommt später, das Morgengebet wird schwerer, der Tag beginnt ohne Segen. Das Handy raubt dir nicht nur Zeit, es raubt dir Schlaf, Energie und dein Morgengebet. Aber das Handy ist nicht dein Feind. Bevor wir zu den Tipps kommen, muss ich eines klarstellen. Das Handy ist kein Feind. Social Media ist kein Feind. Es sind Werkzeuge und wie jedes Werkzeug kommt es darauf an, wer es benutzt und wie. Ein Messer kann Brot schneiden oder jemanden verletzen. Ein Handy kann dir Koran, Wissen und islamische Inhalte bringen oder es kann deinen Iman langsam zerstören. Die Frage ist nicht, hast du ein Handy? Die Frage ist, wer ist der Chef? Du oder das Handy? Und genau da setzen die 5 folgenden Tipps an. Tipp 1. Erkenne zuerst, wie groß das Problem wirklich ist. Du kannst ein Problem nicht lösen, das du nicht siehst. Der erste Schritt ist Bewusstsein. Schau dir ehrlich an, wie viel Zeit du täglich am Handy verbringst. Auf dein iPhone findest du das unter Einstellung und Bildschirmzeit. Auf Android unter digitales Wohlbefinden. Viele Menschen sind schockiert, wenn sie diese Zahlen zum ersten Mal sehen. 3 Stunden, 4 Stunden, manchmal mehr täglich. Stell dir vor, du würdest diese Zeit
in Koran investieren, in Dhikr, in Gespräche, die dir wirklich etwas geben, in Schlaf, der dir dein Morgengebet erleichtert. Schau dir diese Zahlen an, nicht um dich zu bestrafen, sondern um ehrlich zu sein. Denn Veränderung beginnt immer mit Ehrlichkeit. Tipp 2: Dein Feed ist dein Spiegel. Wen folgst du wirklich? Hier ist eine Wahrheit, die viele nicht hören wollen. Du wirst zu dem, was du täglich konsumierst, was du siehst, was du hörst, was du liest, das formt dein Denken, deine Werte, dein Herz. Schau dir mal an, wem du auf Social Media folgst. Wie viele davon bringen dir wirklich etwas? Wie viele davon stärken dein Glauben? Wie viele davon bringen dich näher zu Allah? Und wie viele davon rauben dir nur Zeit, wecken Vergleiche oder zeigen dir Dinge, die du besser nicht sehen würdest? Gehe durch Seiten, denen du folgst. Entfolge Accounts, die dir nichts geben oder die dir sogar schaden, und folge stattdessen Menschen, die dich an Allah erinnern und die dich aufbauen. Dein Feed ist kein zufälliger Ort. Du kannst ihn gestalten, gestalte ihn so, dass er dir nützt. Tipp 3: Setze klare Grenzen und halte sie ein. Das ist vielleicht der schwierigste Tipp, aber auch einer der wirkungsvollsten. Klare Grenzen bedeuten klare Zeiten. Zeiten, in denen das Handy weggelegt wird. Nicht auf dem Tisch, nicht neben dem Bett, wirklich weggelegt. Zum Beispiel nach dem Nachtgebet. Du hast gebetet und du hast den Tag abgeschlossen. Jetzt ist Handyzeit vorbei. Der Abend gehört dir, deiner Familie, deinem Herz, deinem Koran oder beim Essen. Das Handy liegt nicht auf dem Tisch. Gespräche werden geführt, Momente werden erlebt oder direkt nach dem Aufwachen. Die erste halbe Stunde gehört Allah. Das Morgengebet beten, Dhikr machen, den Tag mit Bewusstsein beginnen, bevor das Handy deine Gedanken übernimmt. Diese Grenzen fühlen sich am Anfang schwer an. Das ist normal. Aber nach wenigen Tagen wirst du merken, du wirst ruhiger, klarer und freier. Tipp 4: Ersetze, nicht nur verzichte. Viele machen den Fehler zu sagen, ich benutze mein Handy weniger, aber sie füllen die entstandene Leere mit nichts. Und dann kommt die Langeweile. Und dann kommt das Handy wieder. Der Schlüssel ist nicht nur weniger, sondern womit du es ersetzt. Wenn du am Abend nicht mehr am Handy bist, was machst du stattdessen? Wenn du morgens nicht mehr als erstes Instagram öffnest, was öffnest du stattdessen? Hier sind konkrete Vorschläge. Installiere eine gute Koran-App. Starte den Tag mit ein paar sinnvollen Texten. Leg dir deinen Dhikr fest, den du nach dem Gebet machst. Hör islamische Podcasts oder Vorträge, wenn du unterwegs bist. Das Handy kann ein Werkzeug für dein Glaube sein. Du musst es nur so einrichten. Mach es dir leicht, das Richtige zu tun und schwerer, in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Tipp 5: Fang klein an, aber fang heute an. Der letzte und vielleicht wichtigste Tipp: Warte nicht auf den perfekten Moment. Warte nicht bis Ramadan. Warte nicht bis nächste Woche. Fang heute an. Fang heute klein an. Realistisch, aber fang an. Vielleicht ist dein erster Schritt, das Handy heute Abend eine Stunde früher wegzulegen. Vielleicht ist es, 3 Accounts zu entfolgen, die dir nicht gut tun. Vielleicht ist es, das Handy morgen früh erst nach dem Morgengebet anzuschauen. Kleine Schritte, die du wirklich umsetzt, sind mehr wert als große Pläne, die du nie anfängst. Und vergiss dabei nicht, bitte Allah um Hilfe, denn auch das ist eine Form von Gottesdienst. Zu sagen, ja Allah, hilf mir, meine Zeit bewusster zu nutzen. Hilf mir, mein Herz zu schützen. Hilf mir, näher zu dir zu kommen. Zum Abschluss: Dein Handy ist nicht dein Feind, aber deine Zeit ist wertvoll. Dein Herz ist wertvoll, dein Glaube ist wertvoll. Und irgendwann werden wir gefragt werden, wie wir unsere Zeit genutzt haben. Nicht, was wir gepostet haben, nicht wie viele Follower wir hatten, sondern was wir aus der Zeit gemacht haben, die Allah uns gegeben hat. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die ihre Zeit bewusst nutzen, ihr Herz schützen und jeden Tag näher zu ihm kommen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, teile es mit jemandem, der es braucht. Lass ein Like da und abonniere den Kanal für mehr Inhalte zu Islam, Iman und persönlichem Wachstum. Und schreib in die Kommentare gerne Tipps, die dir auch einfallen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.